Horrorszenario hoch 5, zusammenreißen und ab in den Keller. Da unten liegt ein Schiffswrack. Es war ultra rutschig. 3 Fotografen auf einem abenteuerlichen Roadtrip durch Nordnorwegen. Schroffe Berge, zerklüftete Inseln, tiefe Fjorde. Perfekte Bedingungen für Team Haugland. Ja, wir sind um 23 Uhr hier angekommen. Es ist kalt im Haus, weil es keine Heizkörper hat. Es ist irgendwie creepy, es ist irgendwie ungemütlich. Schau dir mal das an, also. Alter, Safety first, ey. Das, wenn du hier raus willst, Alter, wenn die loslegen, ne? Dann, Hilfe! Junge. Ey, so ein Haus kannst du nicht vermieten, ey. Das ist ja eine halbe Bruchbude. Also keine guten Bedingungen. Ja, also mit dem Vermieter gequatscht und der Vermieter meinte nur, ihr müsst in den Keller gehen, weil dort hat es eventuell noch Heizkörper. Vielleicht sollten wir das eher nicht tun. So, wer geht zuerst? Ja, jetzt stehe ich vorne. Boah, das stinkt schon. Also es war ein richtiges Geisterhaus. Seid vorsichtig, Christoph. Was los? Okay, dann geht weiter, schau Ich hab kein Licht, Alter. Was wurde wohl auf dieser Bank schon? Oh, da ist ein Fleck. Blut. Leuchtet erstmal in die Ecken, da hinten rein. Okay, was ist, ey? Guck mal, hier ist noch so ein Stuhl, der sieht auch ein bisschen creepy aus, der Stuhl. Ja, da hat es Flecken drauf. Okay, was ist denn? Hier geht's echt einmal im Kreis, ne? Okay. Hier! Ist auch gut, Alter. Ah, krass. Was? Nein, jetzt sieht zwar ein bisschen räuchig aus, aber einen haben wir schon mal. So, aber vielleicht noch einen. Feuermelder. Das ist hier nicht viel. Du meinst, es ist eine gute Idee, den nach oben zu nehmen? Ja, das ist doch so normal. Du meinst, der ist verflucht. Der ist verflucht. Mäuse rausgequetscht. Oh, schnell wieder hoch da. Alter, das ist die Steintreppe. Eieiei. Ja, da war wirklich ein Heizkörper, Alter. Wie krass ist das? Aber das Ding ist, wir haben 2 Schlafzimmer. Jetzt müssen wir Schnick, Schnack, Schnuck machen, wer den bekommt, ey. Noch einen entdeckt? Ja. Gerade hinter der Treppe. Cool, dann haben wir doch 2. Ja, wir haben diese Heizkörper gefunden, haben dann das erste Mal auch tatsächlich unsere Schuhe getrocknet. Und als dann so diese Feuchtigkeit aus den Schuhen rausgegangen ist und der Raum sich langsam erwärmt hat, ist die eine Scheibe beschlagen. Alter. War da auf einmal so eine Kinderhand. Das ist jetzt kein Scheiß. Meine Hand ist so groß, die Hand war vielleicht so groß, eine Kinderhand an der Scheibe. Alter. Und hier sollen wir schlafen. Ich habe mir mit Ludwig ein Zimmer geteilt und bei uns waren so eine weirden Kleiderschränke irgendwie in den Wänden verbaut. Und ich habe dann einfach das Bett vor diesen Kleiderschrank gestellt, dass keiner aus diesem Kleiderschrank rausklettern kann, Alter. Ja, wir haben schon ein bisschen Para geschoben, aber schlussendlich waren wir einfach viel zu müde und haben einfach gepennt. Wir haben die Nacht überstanden, ja, alle waren noch da am Morgen, niemand hat was Paranormales wahrgenommen und ja, wir haben ausgeschlafen. Wir sind dann, weiß nicht, gegen 12 Uhr oder sowas langsam losgegangen und mussten uns dann erstmal um unseren Mietwagen kümmern. Wir sind jetzt in Leckness und haben mal das Reifenproblem geschildert. Jetzt gucken wir, was getan werden kann. Vielleicht kriegen wir einen Austauschwagen, wenn einer da ist. Es ist ja nicht so, dass Tausende von so 9-Sitzer-Bussen jetzt hier rumstehen. Ich bin mal gespannt. Aber wir wollen natürlich vermeiden, dass der Reifen in die Luft geht, vor allem wenn wir dann zum Flughafen zurückfahren. Das wäre sehr, sehr ärgerlich, wenn wir den Flug und alles Mögliche verpassen. Es hat alles in allem gut 1,5 Stunden ungefähr gedauert. Dann haben wir aber tatsächlich ein neues Fahrzeug bekommen für 2 Tage. In dieser Zeit wurde
einen Reifen getauscht. Ich glaube, sowas wird in Deutschland auch nicht gemacht. Da werden immer beide Reifen gleich getauscht. Hier hat man jetzt einen Reifen getauscht, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten wir für die Zeit ein Austauschfahrzeug. Ein bisschen kleiner, ein SUV, 5 Leute, war schon ein bisschen kuschelig da drin, aber nur mit den Fototaschen hinten drin, nicht mit dem ganzen Gepäck, hat das einigermaßen funktioniert. Aber ich sag mal so, es war schon auf Anschlag voll gepackt. Ja, wir sind dann mit dem neuen Wagen gleich ein bisschen über die Lofoten getuckert und das ist tatsächlich nochmal eine ganz andere Kulisse. Also nochmal krassere Berge, nochmal krassere Schluchten. Mega cool und wir haben da auch direkt in der Bucht angehalten, wo ein wunderschöner Bachlauf war. Der hat dann hinten in einem Wasserfall geendet, hinten dran wieder steile Berge. Es war mega schwer, das fotografisch irgendwie festzuhalten. Hier ist so ein Baum und von der anderen Seite sieht es gar nicht so spannend aus, aber er steht auf so einem Hügel drauf. Und da hinten ist dieses kleine Haus mit dem Berg, mit den Wolken so tief und das zusammen sieht richtig geil aus. Also alles eine Frage des Blickwinkels. 10, 20 Meter weiter kann es ganz anders aussehen als 10, 20 Meter weiter vorne. Ist auch schön bedeckt, was auch super ist für Bachläufe, weil es dann schön ausgeleuchtet ist und keine Lichtspitzen entstehen. Also das sind super Bedingungen eigentlich. Problem ist, schwierig darzustellen. Ja, sieht zwar geil aus, aber durch die Kamera ein bisschen schwierig, sehr wuseliger Hintergrund, sehr wenig Tiefe. Manche Spots muss man eben auch erleben und nicht nur fotografieren. Man hätte jetzt noch weiter nach oben klettern können, aber ich sag mal, meine Schuhe sind jetzt schon durch, weil es hier alles sehr sumpfig und feucht einfach ist. Ich spare mir die Energie für ein anderes Motiv. Bist auf der Drohne unterwegs und? Ja, kleine Dusche abbekommen. Ey, muss auch mal wieder sauber werden, ne? Ja, oder? Schickt mal die andere hoch durch die Wolken. Dann kommt es jetzt frisch geputzt wieder runter. Ja. Das ist gewisse, die reinigen ihre Drohne zu Hause, andere fahren nach Norwegen zum Drohnenreinigen. Verschiedene Techniken, die zum Ziel führen. Ich habe jetzt noch mal eine Stelle gesucht mit Blick auf die Berge und was ich hier ziemlich geil finde, ist aktuell Flut und der eine oder andere kann sich vielleicht noch an die Around the World Folge im Winter hier auf den Lofoten erinnern. Genau hier waren wir, aber bei Ebbe, da kann man fast komplett bis zu dem Haus da drüben laufen und natürlich auch zu dieser Insel, auf der waren wir nämlich auch drauf. Jetzt bei Flut geht das nicht und es sieht sehr, sehr geil aus im Bild mit dieser Insel hier unten, dann dieses orange Zeug außenrum, das Haus und der Berg, mega Motiv. Es hat dann aber relativ schnell eben wieder angefangen zu regnen und so sind wir wieder ins Auto zurück und ein bisschen weitergefahren. Christoph war ja noch nie auf den Lofoten gewesen und so haben wir natürlich auch Stopp gemacht bei dem Lofoten-Motiv schlechthin, Hamneu. Immer wenn es um Norwegen, Lofoten geht, ist irgendwo dieses Bild zu sehen. Kennt jeder, hat jeder schon mal gesehen und es war ein Traum. Noch nie da gewesen, trotzdem schon 1000-mal gesehen. Via Google Maps schon öfter hier über die Brücke gefahren, jetzt zum ersten Mal live da. Geil! Immer wenn ich ein Geländer habe, benutze ich mein Stativ genau so, nämlich bam, ranklemmen. Ich habe ja 3 Schaumstoffe hier und die halten das perfekt fest, weil sonst würde das von der Höhe nicht funktionieren. Die haben hier vor einigen Jahren das Geländer nochmal erhöht. Früher konnte man da einfach rüber fotografieren, heute ist das tatsächlich schon auf Schulterhöhe fast. Hier ist auch direkt eine Straße nebendran, muss man aufpassen, dass man keinen Schritt nach hinten macht und runterplumpst und auch aufpassen, wenn dann ein dicker LKW durchfährt, weil das passiert hier ab und an. Aber es ist ein mega geiles Motiv. Ich habe es schon so oft fotografiert und trotzdem sieht es jedes Mal anders aus.
Also zum Fotografieren fantastisch, als hätte es ein Fotograf vielleicht so platziert. Du hast Berge im Hintergrund, Wasser im Vordergrund, epische oder schöne Hüttchen, malerisch. Und es passt wunderbar auf ein 16 mm oder mit 14 mm, war sogar noch besser. Ein Traum zum Fotografieren. Und man hat keine Anstrengung, man kann anhalten, aussteigen, Bild machen. Mag ich auch ganz gern. Ja, zwischen Hamneu und Rheine haben wir auch noch einen kurzen Break gemacht und ein bisschen Lachs-Sushi und einen leckeren Fischburger gegessen. Der Himmel ist so ein bisschen aufgezogen, ein bisschen wolkenverhangen. Die Lichtstimmung ist sehr, sehr schön. Es ist jetzt so 1 Stunde vor Sonnenuntergang, also goldene Stunde kann man sagen. Wir gehen jetzt hier ein bisschen auf einen kleinen Wandertrip, kann man sagen, durch die Stadt und schießen geile Fotos. Ihr kommt mit. Das Besondere an Rheine ist, dass es so viele Fischerhäuschen hier hat. So viele Motive. Es hat nämlich auch die schönen Berge ringsrum, das Fjord, Fischerboote. Also hier gibt es alles, was das Fotografenherz begehrt. Schön, ja. Es ist ein wunderschönes kleines Städtchen. Ich frage mich gerade noch ein bisschen, wo man läuft, denn ich habe nur eine Straße gesehen, keine Gehwege. Man läuft tatsächlich auf der Straße. Deswegen muss man auch immer aufpassen, wenn ein Auto kommt. So, jetzt geht's hier weiter. Wir haben Ebbe und durch das wir Ebbe haben, bleiben so kleine Wasserbecken zurück und da gucke ich jetzt mal, ob ich so ein Häuschen und die Berge im Hintergrund, da ist nämlich ein bisschen Farbe da, ob ich das zusammen gut in Szene setzen kann. Eins, was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist dieser massive Berg, der mich ein bisschen an Milford Sound in Neuseeland erinnert. Vorne dran eine Brücke. Ich hatte da noch das Glück, dass gerade so ein oranger VW-Bus drüber gefahren ist. Ich habe im richtigen Moment abgedrückt und das war auf jeden Fall schon mal ein cooler Shot für den Einstieg. Da unten liegt ein Schiffswrack. Das Problem war nur, es war ultra rutschig. Es war nämlich gerade Ebbe. Und das Wasser war relativ flach und man konnte in Bereiche gehen, wo man sonst eben, wenn das Wasser hoch ist, nicht gehen kann. In diesen Bereichen ist aber der Stein super glatt und mit so einer Schmierschicht, kann man sagen, versehen. Und dazwischen sind eben Algen, die auch super rutschig auf diesen Steinen drauf liegen. Ich war schon etwas vorgebrandet, als wir da hingelaufen sind, denn ich wusste, wie rutschig es sein kann. Neben mir hat Kameramann Ludwig einmal so richtig böse weggelassen. Einfach die Füße weggezogen, während er mich gefilmt hat. Und da wusste ich schon, ey, aufpassen, es ist Vorsicht geboten, es ist rutschig. Ich musste immer näher ran, immer näher ran, immer näher ran auf diesem rutschigen Boden. Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt. Habe mich dann hingesetzt. Alles war cool. Ich habe das eine oder andere Bild gemacht. Hochformat, Querformat, richtig cool. Solange ich mich nicht bewegt habe. Ben, wie ist die Lage? Ich hänge am seidenen Faden, Alter. Ich habe gedacht, ich gehe noch ein bisschen näher ran. War eine schlechte Idee, Alter. Weil sobald ich mich angefangen habe zu bewegen, hat man so leicht angefangen zu rutschen. Wenn ich hier im Wasser bin, dann bin ich im Wasser. Das ist so tief, guck mal, wie weit mein Stativ da einfach schon drin steckt. Ich darf mich jetzt gar nicht mehr bewegen, weil sobald ich jetzt anfange, mich zu bewegen, rutsche ich komplett ins Wasser rein. Ja, Kamera first, dann ich. Nass bin ich eh schon. Meine Schuhe sind seit 4 Tagen nass, glaube ich. Aber Freunde, das ist es mir einfach wert. Man muss Prioritäten auch setzen, wisst ihr? Trocknen kann jeder. Aber diesen einen Moment festhalten. Das war echt Keine Chance, hier zu halten. Jeder von uns wird eine norwegische Spezialität kaufen. Met Svenska Lingen. Gammalost.